Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Real Madrid äußert sich offiziell zu Michael Olise und das Ganze in einem öffentlichen Statement. Was Madrid da geschrieben hat, was das bedeutet, was es da für Präzedenzfälle gibt etc. schauen wir uns zusammen in diesem Video an. Dann unterhalten wir uns auch über Raúl Asensio, denn so wie es aussieht, ist seine Zeit bei Real Madrid tatsächlich bald vorbei. Und zu guter Letzt gibt es wieder einmal Infos zu Ayoub Boadi, denn Real Madrid zeigt Interesse. Also, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich dieses Video erst einmal mit positiven Nachrichten beginnen, mit guten Nachrichten für die spanische La Liga, denn die 3 Aufsteiger stehen seit gestern Abend fest und neben Deportivo La Coruña und Racing Santander, also 2 absolute Kultmannschaften in Spanien, ist gestern auch Malaga aufgestiegen in die erste Liga auf dem Weg nach Hause. Hubkonzerte, Menschen auf den Straßen, Warnlichtanlagen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Party hier unterwegs war auf dem Weg nach Hause. Meine Kinder, wir haben alle große Augen gemacht. Mich persönlich freut es. Es sind 3 absolute Kultmannschaften und so gehört sich das. Es ist eine tolle Stadt, es ist ein tolles Stadion, es sind nette Menschen, tolle Fans. Ich hoffe und irgendwie, auch wenn es fast unmöglich ist, nächstes Jahr ein Ticket zu bekommen für Malaga gegen Real Madrid wäre ein absoluter Traum. Oder gegen Barca, dann kann ich Malaga aus vollem Herzen anfeuern. Aber herzlichen Glückwunsch an Deportivo La Coruña, Racing Santander und natürlich Malaga. Und jetzt, ja, ihr seht schon, das Trikot ist an. Also fangen wir an mit Marius WM-Ecke. Nicht, dass Denzel Dumfries unser bester Transfer wird in diesem Sommer. Was hat der rechte Verteidiger von Holland gestern bitte für ein Spiel abgeliefert? Die Niederlande, über die man bei einer WM immer reden muss, die haben, glaube ich, gerade den ewigen Rekord an Unbesiegbarkeit bei einer WM gebrochen. Die Niederlande, ja, die gewinnen mit 5:1 gegen Schweden. Denzel Dumfries mit 2 Vorlagen und ja, also das ist ein toller Fußball, den die Holländer da gerade abliefern. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das letzte Spiel, ich weiß gar nicht, wann sie das verloren haben, das ist historisch. Ja, und die haben gestern mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen und gesagt, hurra, hurra, die Holländer sind da. Und mal schauen, ob nach der WM nicht nach links, 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 nach rechts, rechts, rechts gesungen wird. Also, naja, auf jeden Fall haben sie geile Fans. Dann Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Und die Deutschen gewinnen dank Dennis Undaff mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Ganz Deutschland freut sich, außer Julian Nagelsmann. Was soll Dennis Undaff noch machen? Ich habe gestern aus Spaß einen Tweet gemacht. Was ist, wenn José Mourinho im Pokalfinale gar nicht Olise beobachtet hat, sondern, ihr wisst doch, Madrid braucht einen kopfballstarken Strafraumstürmer. Also was der Undaff bei der WM bis jetzt gemacht hat, ist der absolute Wahnsinn. Ich schätze mal, der ist jetzt auch gesetzt. Ja, im Großen und Ganzen hätte die Elfenbeinküste das Ding auch zumachen können, als sie noch 1:0 vorne waren, aber Deutschland bei einer WM darfst du nie unterschätzen. Danach Ecuador gegen Curaçao und es war wieder der absolute Wahnsinn. Seit Vozinha für Kap Verde gegen Spanien alles gehalten hat, überlegen sich die anderen Torhüter auch. Der Torwart von Curaçao, Eloy Room, mit 15 Paraden. So, Ecuador hatte 2,8 Expected Goals etc. Das waren, glaube ich, die zweitmeisten Paraden in der Geschichte der WM. Sogar die meisten ohne ein Gegentor zu kassieren. Ich habe auch schon bei Instagram nachgeguckt. Der war bei 200.000, jetzt ist er bei 880.000 Followern. Mal schauen, ob er Vozinha Konkurrenz machen kann. Wahnsinnsspiel. Ja, und Curaçao holt sich tatsächlich einen Punkt bei der WM. Also, ja, so viel zum Thema. Die haben es nicht verdient, bei der WM zu sein. Und zu guter Letzt, ja, die Türken haben keine gute Erfahrung bei der WM, aber Tunesien hat es 1000-mal schlimmer erwischt. Nachdem sie das erste Spiel, glaube ich, 5:0 verloren haben, verlieren sie gestern sang- und klanglos 4:0 gegen Japan. Japan hat endlich dieses Gesicht gezeigt, was ich von denen erwartet habe. Die haben vor ein paar Monaten noch Brasilien geschlagen. Die gewinnen 4:0. Tunesien in 2 Spielen, 2 Trainer, 0:9 Tore aus der WM. Das war keine gute WM für die Tunesier. Ja, drücke ich dir die Daumen, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Und dann kommen wir zu den Spielen von heute, denn
La Roja, mein Spanien spielt heute um 18 Uhr. Wir haben Freunde und Bekannte eingeladen, also es wird kein Watchalong geben. Inzwischen muss ich überlegen, ob ich noch Watchalongs mache bei der WM, weil ich habe langsam das Gefühl, dass immer die Mannschaft gewinnt, die ich es nicht will. So langsam muss ich da ein bisschen aufpassen. Also heute um 18 Uhr Spanien gegen Saudi-Arabien. Danach könnt ihr Thibaut Courtois im Tor beobachten. Um 21 Uhr Belgien gegen den Iran. Und dann könnt ihr den nächsten Madrid-Spieler beobachten, nämlich ein Fede Valverde. Der spielt mit Uruguay gegen Kap Verde, das Ganze um 0 Uhr. Und um 3 Uhr morgens Neuseeland gegen Ägypten. Wer sich das anschaut, ist entweder Ägypter, Neuseeländer oder ein absoluter Fußballfreak. Naja, auf jeden Fall, das war Marius WM-Ecke. Ja, gerade haben wir noch darüber geredet, welche Madrid-Spieler ihr bei der WM schauen könnt. Ein Spieler, den ihr nicht bei der WM schauen könnt, ist Raúl Asensio. Und so wie es aussieht, könnt ihr ihn in Zukunft nicht einmal mehr für Real Madrid beobachten. Denn da hat Fabrizio Romano eine Info für uns. Real Madrid erwägt, Raúl Asensio im Sommertransferfenster den Verein verlassen zu lassen. Ich habe euch schon im Mai in meinem Podcast und hier auf dem Kanal gesagt, dass das der Plan war. Dieser Plan wurde nun auch mit José Mourinho und vielen Innenverteidigern bei Real Madrid besprochen, denn vergesst nicht, dass auch Konate zum Verein gestoßen ist. Jetzt ist Real Madrid bereit, grünes Licht für den Abgang von Raúl Asensio zu geben. Das könnte auch aus finanzieller Sicht hilfreich sein, um ein gutes Budget zu machen. Denn der Spieler stammt aus La Fábrica, der Jugendakademie von Real Madrid, und könnte somit reiner Gewinn für Real Madrid sein. José Mourinho hat dem Abgang von Raúl Asensio zugestimmt, daher wird es mich nicht überraschen, wenn Raúl Asensio Real Madrid im Sommertransferfenster tatsächlich verlässt. Da müssen wir abwarten, was für ein Angebot eingehen wird, denn man muss immer noch den Spieler überzeugen und auch Real Madrid in Bezug auf die Ablösesumme. Aber der Plan, die Richtung dieses Deals ist, dass Raúl Asensio letztendlich in diesem Sommertransferfenster den Verein verlässt. Ja, und um ehrlich zu sein, das hat sich schon seit Monaten angedeutet. Ein Raúl Asensio soll auch keine gute Beziehung zu einem Álvaro Arbeloa gehabt haben. Ein Arbeloa hat sich mit José Mourinho zusammengesetzt, hat ihm die Probleme in der Kabine erklärt. Anscheinend ist da mit einem Asensio was vorgefallen. Wie dem auch sei, es kann auch einfach nur daran liegen, dass José Mourinho einen anderen Innenverteidiger-Typen sucht und dass Real Madrid so simpel ist, es Geld generieren muss. Ein Asensio kommt aus der eigenen Jugend, da hast du also keine große Investition gehabt, du kannst ihn jetzt verkaufen, alles was du Gewinn machst ist quasi Nettogewinn, wenn du das so formulieren möchtest, wenn neue Spieler kommen, ihr wisst, was ich jetzt sage, müssen andere gehen, wir brauchen im Kader Platz, wir brauchen Geld in der Kasse, also, dass ein Raúl Asensio verkauft wird, ja, mein Madrid-Herz blutet, weil er ein Junge aus Real Madrid Castilla ist, den Traum von einem Castilla-Spieler durchlebt hat. Als Madrid ihn brauchte, war er zur Stelle, hat die Fußballwelt überrascht. Und es würde mich nicht wundern, wenn der irgendwann bei Atletico Madrid landet, weil der Junge ist ein toller Innenverteidiger, sehr schnell, vor allem knallhart in den Duellen. Mir hat es gefallen. Ja, aber naja, wie gesagt, es kommt manchmal Sachen zusammen. Madrid braucht Platz im Kader, Geld etc. Sollte Raúl Asensio uns verlassen, so wie es aussieht, drücke ich ihm alle Daumen für seine Zukunft. Vielleicht treibt ihn ja sein Weg irgendwann zurück zu Real Madrid. Ich finde ihn einen starken Innenverteidiger. Eure Meinung dazu bin ich gerne gespannt. Ja, einen anderen Spieler, den ich sehr gerne bei Real Madrid hätte, ist natürlich Michael Olise. Ich stelle mich jetzt hier nicht auf dumm und sage, ach, so gut ist der auch nicht. Nein, Michael Olise, vor allem in dieser Saison der beste Flügelstürmer der Welt. Was der in der Bundesliga gemacht hat mit den Bayern, auch in der Champions League. Naja, bis aufs Spiel gegen Paris, ne, da ist er ein bisschen abgefallen, aber gegen Nuno Mendes ist auch sehr schwer. Gegen Paris ist sehr schwer. Aber der hat eine wahnsinnige Saison gespielt und seine Harmonie, die der mit Kylian Mbappé hat, erinnert so ein bisschen an die Harmonie, die in Arda Güler mit Kylian Mbappé hat. Also, wie dem auch sei, ein absoluter Wahnsinnsspieler. Ja, und die Gerüchte kochten immer auf. Fabrizio Romano, Ramon Alvarez de Mon, José Félix Díaz. Aus allen Ecken kam, Real Madrid ist an Olise dran, oder an Olise, Entschuldigung. Florentino Pérez wird das Angebot machen. Er ist der Superstar etc. Ich habe euch oft genug darüber berichtet. Doch Real Madrid hat dem Ganzen gestern ein Ende aufgesetzt. Oder nicht? Naja, lesen wir uns zunächst einmal das Statement von Real Madrid durch.
offizielle Erklärung. Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte Real Madrid klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu den genannten Spielern, seinen Vertretern oder jemanden aus seinem Umfeld hatte. Real Madrid möchte außerdem die ausgezeichneten institutionellen Beziehungen zu Bayern München hervorheben, mit dem es eine lange Geschichte gegenseitigen Respekts, Zusammenarbeit und Bewunderung verbindet und bedauert die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen. Beide Vereine pflegen seit jeher eine Beziehung, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt beruht. Dies spiegelt sich unter anderem in der gemeinsamen Überzeugung wider, dass jedes potenzielle Interesse an einem Spieler des jeweiligen anderen Vereins zunächst zwischen den Vereinen selbst geklärt werden muss. Gemäß den Grundsätzen der institutionellen Loyalität, die historisch die Beziehungen zwischen Bayern München und Real Madrid geprägt haben. Ja, was soll das Ganze aussagen? Das Ganze ist natürlich eine Ohrfeige an die Presse. Das Ganze sagt aber auch nirgendwo, dass Madrid kein Interesse an einem Michael Olise hat. Das Ganze sagt, es gibt keine Gespräche. Wenn Interesse bestehen würde, würden wir zunächst einmal mit dem Verein reden. Und zunächst einmal, mein erster Gedankengang war, Florentino Perez hat ja, oder es hieß ja immer aus allen Ecken, nach der WM möchte er ein großes Angebot für Olise machen. Und dadurch, dass die Medien das so gepusht haben, jeden Tag neue Informationen, gestern hieß es, Madrid macht das erste Angebot für 180 Millionen etc. Jeden Tag ploppten dazu neue Informationen auf, glaube ich auch, dass ein Florentino Perez gedacht hat, boah, irgendwann quält das den Bayern-Verantwortlichen, geht denen das so auf den Sack, so auf die Nerven, dass Florentino Perez eine Milliarde anbieten können und die direkt sagen würden, nein, hau ab, wir wollen nichts mehr hören, das Thema geht uns schon seit einem Monat auf den Sack. Also ich glaube, zunächst einmal möchte Florentino Perez damit ein bisschen Ruhe in die Sache bringen. Damit dann, meine Vermutung, nach der WM die Institutionen sich an den Tisch sitzen können. Was aber auch meine Meinung ist, wenn ein Florentino Perez mit allem Respekt der Welt zum FC Bayern sich da hinsetzt und sagt, hör mal, wir hätten gerne Olise, wir denken hier über 230 Millionen nach, das höchste Angebot in der Vereinsgeschichte, selbst dann denke ich, dass Bayern sagen würde, Madrid, mit allem Respekt, wir verkaufen diesen Spieler nicht mal für 500 Millionen. Der ist unverkäuflich, es gibt keine Summe Geld, für die wir den Spieler ziehen lassen wollen. Wir lieben Michael Olise. Aber das ist meine Meinung. Ich glaube immer noch, Madrid hat Interesse. Ich glaube immer noch, Florentino Perez wollte nur mal ein bisschen Ruhe in den Fall bringen, damit Bayern nicht vorher schon Kopfschmerzen hat ohne Ende und Madrid komplett ablockt. Aber ich glaube auch, das ist meine reine Vermutung, dass Bayern, egal welche Geldsumme Madrid am Ende bietet, sagen wird, nein, danke, wir brauchen Michael Olise, der ist nicht zu ersetzen zurzeit auf diesem Markt. Obwohl ich glaube, dass ein Barcola auch ein sehr, sehr guter Spieler wäre, aber das ist jetzt ein anderes Thema, der ist natürlich nicht so gut wie ein Michael Olise, aber trotzdem sehr, sehr gut und deutlich günstiger, falls die Bayern einen Ersatz brauchen. Kleiner Wink meinerseits. Nein. Und ich weiß, viele Madrid-Fans haben sich darüber lustig gemacht. Es gab genau das gleiche Statement zu einem Kylian Mbappé. Und ein halbes Jahr später war der bei Madrid. Es waren natürlich andere Voraussetzungen. Ein halbes Jahr später war der vertragslos. Und da konnte Paris nicht mehr diskutieren. Madrid hat aber auch genauso ein offizielles Statement damals gemacht über, ich glaube, Pogba und Neymar. Und die sind bekanntlichermaßen beide nicht zu Madrid gekommen. Also, wie gesagt, Madrid hat klargestellt, wir respektieren die Bayern, das institutionell haben wir uns immer gut verstanden, wollte ein bisschen Gas aus dem Feuer nehmen, formuliere ich es mal so. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Florentino Perez diesen Jungen nicht gerne hätte. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Florentino Perez da ein Angebot macht, aber ich bin der festen Überzeugung, Bayern wird da Nein sagen. Meine Vermutung. Ich lasse mich gerne von einer anderen überraschen von Florentino Perez. Der hat schon Transfers über die Bühne gezogen, die ich für unmöglich gehalten habe. Unter anderem ein Figo aus Barcelona, ein Beckham aus Manchester United, ein Zidane aus Juve. Das waren alles Transfers, die mir unmöglich erschienen. Florentino Perez hat es möglich gemacht. Vielleicht macht er es diesen Sommer auch. Ja, und zu guter Letzt, wir wissen alle, Real Madrid sucht und forscht und möchte einen Mittelfeldspieler, einen Organisator. Und wir wissen auch, Madrid liebt es, den Shootingstar der WM zu holen. Ja, und bei welchem Namen macht es da klickt? Hören wir mal rein, was Fabrizio Romano zu sagen hat. Und dann sprechen wir über WM-Juwelen.
Wir sprechen über WM-Topspieler und einer von ihnen ist sicher Bouhaddi von der marokkanischen Nationalmannschaft. Dieser Junge ist besonders. Er ist wirklich besonders. Ich erzählte euch von interessierten englischen Clubs. Ich erzählte euch, dass Paris Saint-Germain den Spieler beobachtet, aber andere Prioritäten hat. PSG arbeitet momentan vorrangig an Angriff und Verteidigung. Dann fragten mich viele von euch nach einem Gerücht aus Spanien über Bouhaddi und Real Madrid. Nur um das zu klären, Leute, denn ich habe viele Fragen erhalten. Kann Bouhaddi zu Real Madrid gehen? Kann Bouhaddi der Geheimspieler von Real Madrid sein? Im Moment ist es zwischen Bouhaddi und Real Madrid nur eine Scouting-Sache. Real Madrid hat Bouhaddi also schon während der Saison bei Lille gescoutet, daher ist es für Reals Scouting-Abteilung keine Überraschung, dass Bouhaddi überzeugt. Und Real Madrid beobachtet den Spieler auch bei der WM. Es geht also um Beobachtung, Verfolgung, das Scouting eines Spielers. Ja, ihr habt es selber gehört, Real Madrid beobachtet diesen Jungen schon seit Monaten und die sind auch nicht überrascht, dass der bei der WM so abliefert. Das Ganze wurde gestern in den spanischen Medien auch von Ruben Martin nochmal bestätigt. Madrid hat Scouts geschickt, um das Spiel von Bouhaddi zu beobachten und Real Madrid hat Interesse an dem marokkanischen Nationalspieler als mögliche Verstärkung im Sommertransferfenster gezeigt, da sie einen zentralen Mittelfeldspieler benötigen. Real Madrid erwägt die Verpflichtung von Ayoub Bouhaddi als Mittelfeldspieler. Also wie gesagt, das hat gestern sowohl ein Fabrizio Romano als auch ein Ruben Martin etc. vom AS übrigens gestern bestätigt. Dieser Junge macht Spaß. Florentino Perez, wir wissen, wie der funktioniert. Er ist ein Spieler, wenn er der Beste der WM wird, wenn er in der WM überzeugt, ist das dieser klassische Spieler, den ein Florentino Perez gerne hätte. Und ich habe für euch diese Übersicht kurz vorbereitet. Und das sind so die 3 engsten Kandidaten. Wir sehen einen Matheus Fernandes von West Ham, der ca. 90 Millionen Euro kosten wird, 21 Jahre. Wir sehen einen Enzo Fernandes, 25 Jahre, Kapitän von Chelsea, natürlich ein anderes Preisschild, eine andere Kategorie, 130 Millionen plus minus 0. Und auf der anderen Seite hast du Ayoub Bouhaddi für einen Marktwert von ca. 60 Millionen Euro. Man hört, Lille möchte so 70 Millionen etc. Ja, und ich glaube, das alte Real Madrid, der alte Florentino Perez hätte direkt gesagt, Bouhaddi, der ist 18, der kostet nur 70 Millionen. Wir haben 10, 15 Jahre Zeit, dieses Geld wieder reinzubekommen, abzuschreiben etc. pp. Aber ich glaube, ein José Mourinho tendiert eher zu dem, der sofort zu 100% abliefert, ein Enzo Fernandes. Einer, der mit allen Wassern gewaschen ist, jeden Krieg schon gekämpft hat, Weltmeister, Clubweltmeister etc. Ich glaube, ein José Mourinho, persönliches, ja, wenn man die Transfers beobachtet, die in Madrid gerade macht, die holen sich nicht mehr diese super jungen Talente, die holen sich eher die gestandenen Spieler. Also ich glaube, ein José Mourinho drängt eher zu einem Enzo Fernandes. Der alte Florentino Perez hätte eher einen Bouhaddi geholt. Ja, und ich glaube, jetzt trennen sich die Meinungen. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Aber ihr wisst, ich verzeihe einem Enzo Fernandes nicht so, was er gemacht hat. Wenn ich mich jetzt entscheiden dürfte, dann würde ich wahrscheinlich denken, ja, so 60, 65 Millionen für Bouhaddi. Es gefällt mir, was ich bei Lille gesehen habe. Es gefällt mir, was ich bei Marokko sehe. Und die anderen 80 Millionen, die du dir sparst, kannst du ja vielleicht den Bayern noch obendrauf anbieten. Naja, das ist meine persönliche Meinung, aber ich möchte natürlich auch gerne eure Wissen, nicht nur zu diesem Deal, sondern zum gesamten Video. Lasst die bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video, hypt dieses Video. Wer noch nicht auf Follow geklickt hat, drückt drauf, unterstützt den Kanal ungemein. Und wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich mit besserer Laune. Also, bis dahin. A la Madrid, viva España!